Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Sonne in dir. Eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags von Vanessa Göcking ist ein inspirierendes Buch, das sich mit den alltäglichen Erlebnissen und der unsichtbaren Schönheit beschäftigt, die oft in unserem hektischen Leben übersehen wird. Das Buch nimmt den Leser mit auf eine Reise, um die kleinen, aber bedeutenden Momente im Leben zu schätzen. Es zeigt, wie wir durch das Finden der inneren Sonne oder des inneren Friedens eine emotional ausgewogenere und glücklichere Existenz führen können. Göcking verbindet in ihrem Erzählstil reale Lebenslektionen und Philosophien mit einer erzählerischen Metapher, die sowohl den Verstand als auch das Herz anspricht. Durch lebendige Charaktere und anschauliche Szenen lehrt das Buch Selbstreflexion, Dankbarkeit und Achtsamkeit, die in der modernen Welt von entscheidender Bedeutung sind. Als Spiegel. Bestseller bietet es tiefe Einblicke in menschliche Emotionen und inspiriert zu einer neuen Sichtweise auf das alltägliche Leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Bedeutung der Alltagswahrnehmung. In der Erzählung von Vanessa Göcking wird deutlich, wie wichtig es ist, die alltäglichen Momente bewusst wahrzunehmen. In unserem hektischen Alltag neigen wir oft dazu, die kleinen Dinge zu übersehen, die uns Freude bereiten und unser Wohlbefinden steigern können. Göcking beschreibt durch ihre Charaktere verschiedene Szenen aus dem täglichen Leben und wie diese, wenn sie mit Achtsamkeit betrachtet werden, ein Gefühl von Frieden und Zufriedenheit vermitteln können. Die Erzählung fordert die Leser heraus, ihre Perspektive zu ändern und die Schönheit im Alltäglichen zu erkennen. Dies betont die Bedeutung von Präsenz und Achtsamkeit, um die Fülle des Lebens zu erfahren. Zweitens. Selbstreflexion und persönliches Wachstum. Ein zentrales Thema des Buches ist die Selbstreflexion als wichtiger Schritt zum persönlichen Wachstum. Göcking illustriert dies durch ihre Charaktere, die sich in verschiedenen Lebensphasen und Situationen auf die Suche nach ihrem wahren Selbst machen. Diese Reise der Selbstentdeckung erfordert oft, dass man tief in seine eigenen Gedanken und Gefühle eintaucht, um sich der eigenen Wünsche, Ängste und Stärken bewusst zu werden. Göcking zeigt, dass persönliche Entwicklung ein fortlaufender Prozess ist, der Geduld und Ehrlichkeit erfordert. Ihre Erzählungen ermutigen den Leser, diesen Prozess der Selbstreflexion anzunehmen, um ein erfüllteres und authentischeres Leben zu führen. Drittens. Dankbarkeit als Lebensweise. Das Konzept der Dankbarkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und wird als Schlüssel zu einem erfüllten Leben dargestellt. Vanessa Göcking zeigt durch verschiedene Geschichten, wie die Praxis der Dankbarkeit uns helfen kann, die positiven Aspekte des Lebens stärker zu würdigen und unsere Perspektive auf das Leben zu verbessern. Die Charaktere im Buch lernen, selbst in schwierigen Zeiten die kleinen Dinge zu schätzen, die oft übersehen werden. Göcking argumentiert, dass Dankbarkeit nicht nur ein Gefühl, sondern eine bewusste Lebensweise ist, die uns hilft, eine positive Haltung zu entwickeln und Beziehungen zu stärken. Diese Idee ermutigt die Leser, Dankbarkeit aktiv in ihren Alltag zu integrieren. Viertens. Die innere Sonne finden. Die Metapher der inneren Sonne steht im Mittelpunkt der Erzählung und symbolisiert den inneren Frieden und das persönliche Glück, das jeder Mensch in sich tragen kann. Göcking beschreibt, wie die innere Sonne von äußeren Umständen verdeckt werden kann, doch durch Selbstreflexion, Achtsamkeit und Dankbarkeit wiederentdeckt werden kann. Die Protagonisten des Buches durchleben verschiedene Herausforderungen, die sie dazu zwingen, ihre innere Stärke und Resilienz zu finden. Göcking zeigt, dass die Suche nach der inneren Sonne uns auf den Weg zu einem authentischen und erfüllten Leben bringen kann, indem wir uns von äußeren Ablenkungen befreien und unser wahres Selbst akzeptieren. Schließlich die Rolle der Gemeinschaft und zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein weiteres bedeutendes Thema in Die Sonne in dir ist die Rolle der Gemeinschaft und zwischenmenschlicher Beziehungen für unser persönliches Wohlbefinden. Vanessa Göcking legt dar, dass soziale Verbindungen und das Gefühl der Zugehörigkeit essentiell sind, um menschliches Glück und Zufriedenheit zu fördern.
Die Erzählungen illustrieren, wie Mitgefühl und Unterstützung anderer Menschen uns helfen, unsere eigenen Herausforderungen zu meistern und eine stärkere Gemeinschaft zu bilden. Göcking zeigt, dass die Interaktion mit anderen, wenn sie achtsam und tiefgründig ist, nicht nur unser eigenes Leben bereichert, sondern auch das unserer Mitmenschen. Diese Interaktionen fördern Empathie und Verständnis und tragen zur Entdeckung der verborgenen Schönheit des Alltags bei. Zusammenfassend: Die Sonne in dir von Vanessa Göcking ist ein Buch für alle, die nach mehr Tiefe und Sinn in ihrem Alltag suchen. Es spricht Leser an, die bereit sind, ihre Wahrnehmung des Lebens zu verändern und einen achtsameren Lebensweg einzuschlagen. Indem das Buch Themen wie Achtsamkeit, Selbstreflexion, Dankbarkeit und zwischenmenschliche Verbindungen behandelt, bietet es Werkzeuge, die das emotionale Wohlbefinden steigern können. Die Erzählungen laden dazu ein, das eigene Leben zu hinterfragen und die inneren Ressourcen zu entdecken, die ein erfülltes und glückliches Leben ermöglichen. Die Lektüre von Die Sonne in dir kann das Leben der Leser bereichern, indem sie ermutigt, die alltäglichen Momente wertzuschätzen, die oft übersehen werden. Dies führt zu einem tieferen Verständnis für sich selbst und andere und fördert letztlich ein Gefühl der Verbundenheit und Zufriedenheit. Wer sich auf die Reise mit Göcking begibt, wird erkennen, dass die innere Sonne bereits in uns allen vorhanden ist und nur darauf wartet, entdeckt zu werden, um unser Leben und das unserer Mitmenschen heller zu machen. Wenn Sie unterstützen möchten, Vanessa Göcking, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.